Und es gibt schon so etwas wie Karma, aber viele Menschen haben das irgendwie so verbunden, dass das was Negatives ist oder sogar eine Strafe. Oder dass irgendjemand kommt und dann drückt er das uns auf und dann haben wir das. Aber Karma ist ja keine Strafe und das ist auch gar nicht negativ. Weil für mich ist Karma nur, dass alles, was wir tun, das hat ja eine Wirkung und das sendet auch energetisch etwas aus. Und das kommt dann wieder zu uns zurück. Und das passiert ja ständig und das ist einfach ein Teil, wie das halt funktioniert. Und das ist ja auch im Schönen so. Und in der geistigen Welt, also wenn jemand zum Beispiel etwas Schlimmes gemacht hat und dann während dem Leben zum Beispiel nie verstanden hat, dass das nicht so gut war. Und wenn er dann in der geistigen Welt ist, dann sieht er sein Leben ja auch nochmals. Und dann wird ihm auch geholfen, dass er versteht, dass das damals nicht so schön war. Und wenn er das in der geistigen Welt verstanden hat, dann kann er selber entscheiden, was macht er jetzt mit dieser Erkenntnis. Weil manche Dinge, die verstehen wir in der geistigen Welt besser, weil wir weniger beschränkt sind als hier auf der Erde. Weil wir hier halt manchmal einfach so eingemauert sind in gewissen Vorstellungen und wenn wir aber nicht mehr hier sind, dann sind wir nicht so eingemauert in dem Ganzen. Und dann können wir eben Dinge erkennen, die wir vielleicht auf der Erde noch nicht erkannt haben. Und wenn die Seele das eben gesehen hat, dass das nicht so gut war, dann überlegt sie sich selber, wie sie damit umgehen will. Also was macht sie jetzt mit dieser Erkenntnis, dass das eben nicht so gut war? Und es kommt auf das Bewusstsein der Seele drauf an. Also zum Beispiel, wenn sie während der Inkarnation jemanden umgebracht hat und in der geistigen Welt dann merkt, dass das nicht so gut war, dann kommt niemand und bestraft diese Seele. Und niemand sagt, du bist dumm, sondern die Seele, die, also es kommt aufs Bewusstsein drauf an. Die Seele versteht dann ja, warum kam ich so weit, dass ich das gemacht habe. Und dann merkt sie vielleicht, ach so, Mitgefühl hat mir gefehlt. Ich hatte das Mitgefühl nicht. Oder mir hat Verständnis gefehlt. Und dann überlegt sich die Seele, wie kann ich im nächsten Leben Mitgefühl oder Verständnis lernen. Weil sie hat ja jetzt gemerkt, oh, da fehlt mir irgendwas. Sonst würde ich ja nicht so handeln. Und
das ist dann bei jedem unterschiedlich, was dann eine Seele macht, wenn sie merkt, mir fehlt da Mitgefühl. Es gibt Seelen, die sagen, sie wollen Mitgefühl lernen, und zwar so, dass sie die Situation, wo sie im früheren Leben kein Mitgefühl hatten, dass sie im nächsten Leben selber in diese Situation kommen, damit sie daraus ein Mitgefühl lernen. Also könnte es sein, dass dann die Seele sagt im nächsten Leben, wie sie von jemandem umgebracht werden, damit sie das Mitgefühl lernt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das heißt nicht, dass jeder, der sowas erlebt, dass der das selber in einem früheren Leben gemacht hat. Also man kann ja nie alles in einen Topf tun. Es gibt ja immer so viele Gründe. Das ist einfach nur als Beispiel. Es kann aber auch sein, dass diese Seele sagt, ja, mir fehlt Mitgefühl, aber sie vergibt sich dann selbst für das, was sie in dem Leben getan hat. Und dann ist sie von der Situation damals, wo sie jemand umgebracht hat, ist sie energetisch wie gelöst durch das, dass sie vergeben hat. Und was dann übrig bleibt, ist einfach die Erkenntnis, dass ihr Mitgefühl fehlt. Und dann ist sie viel freier und kann sich für ganz andere Dinge entscheiden, wo sie Mitgefühl lernen will. Also wir sind, wenn wir irgendwas Dummes machen, bedeutet das nicht unbedingt, dass wir das auf die gleiche Art und Weise wieder in unser Leben ziehen. Es kann zwar schon passieren, aber es muss nicht immer so sein. Und das hängt eben auch mit unserem Bewusstsein zusammen. Und jede Seele ist ja anders und darum kann man auch nicht sagen, immer wenn das war, entscheidet sich eine Seele so. Das ist bei jedem ja anders. Und das Karma, was entstanden ist, weil die Seele jemanden umgebracht hat, das löst sich ja auf, wenn sie sich selbst vergeben kann und wenn sie versteht, sie will es anders machen. Und dann bleibt nur diese Erkenntnis übrig, was sie anders machen will. Das muss dann nichts mehr mit der Situation zu tun haben, die da mal gewesen war. Und darum kann Vergebung und Liebe auch Karma auflösen. Weil es geht ja nur um die Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, die kann man auf ganz viele verschiedene Arten finden. Und je nachdem, was für ein Bewusstsein die Seele hat, ist das eben anders.
Und in der geistigen Welt, da sagt man nicht, der macht das jetzt besser als der. Oder das ist jetzt der bessere Weg als der Weg. Das sagt man da nicht. Und wir vergleichen uns miteinander auch nicht. Also ist Karma etwas, was einfach nur uns das zurückgibt, was wir irgendwann mal, egal ob in diesem Leben oder in einem früheren, mal losgeschickt haben. Und das kann auch im Schönen sein. Und in der geistigen Welt, zumindest so viel wie ich weiß, da wird nicht gesagt, das ist negatives Karma und das ist positives Karma.